Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute werden wir etwas ganz Besonderes kochen, und zwar werden wir Hähnchenbrust auf französische Art zubereiten, Inshallah. Das ist ein solch köstliches Gericht, dass ihr das unbedingt nachmachen solltet. Das ist eine Art von Steak, die in einer köstlichen Panade zubereitet wird und mit einer ebensolch herrlichen Soße versehen wird. Das Praktische daran ist zudem noch, dass es auf sehr schnelle Art und Weise zubereitet werden kann und nicht schwierig herzustellen ist. Das Resultat am Ende ist dann ein zartes, saftiges Steak mit einer deliziösen, erlesenen Soße dazu. Mashallah. In jedem Fall ein Gericht, das man seinen Gästen servieren kann. Wie man dieses Feinschmeckergericht zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Wir nehmen dazu ganz normale Hühnerbrust und schneiden sie, wie wir hier jetzt sehen, fast ganz durch, aber nicht ganz durch, sondern eben nur bis kurz vors Ende, damit man sie dann so aufklappen kann auf diese Weise und dann ein doppelt großes Stück zur Verfügung hat. Wir verfahren dann so mit allen 4 Hähnchenbrustteilen, die wir hier zur Verfügung haben, genauso, indem wir sie halt immer so aufschneiden und dann ein doppelt großes Stück bekommen. Sobald wir das getan haben, legen wir die Hähnchenteile erstmal zur Seite und wenden uns jetzt der Panade zu. Dazu werden wir erstmal Kräuter ganz klein schneiden. Ich habe hier jetzt Oreganum und Dill genommen. Man könnte aber auch andere Kräuter verwenden, zum Beispiel Petersilie. Aber ich finde, die Kombination dieser beiden frischen Kräuter trägt zum guten Geschmack dieses leckeren Gerichts stark bei. Jetzt wenden wir uns der Eimischung zu. Dazu schlagen wir 2 Eier auf und würzen diese dann mit etwas Himalaya-Salz, etwas frisch gestoßenem Pfeffer, und dann kommt die Hälfte der Kräutermischung hinzu, die ich eben gehackt habe, und die Hälfte des Parmesankäses hier, das sind etwa 25 Gramm. Später habe ich noch einen Schuss Milch hinzugegeben, einfach um das Ganze etwas zu strecken. Da müsst ihr einfach schauen, wie viel ihr dann letztendlich braucht für große Stücke. Und dann wird einfach alles schön verquirlt mit den Zutaten, bis wir eine schöne homogene Masse erreichen. Dann wenden wir uns der Mehlmischung zu, in die das Fleisch später getaucht werden wird. Dazu nehmen wir Vollkornmehl, würzen dieses ebenso mit Himalaya-Salz, Pfeffer, und ich habe hier jetzt in diesem Fall auch noch etwas Hähnchen-Grillgewürz genommen, und dann kommt eben noch der restliche Parmesankäse hinzu und dann vermischen wir einfach alles gründlich. Wir müssen aber schauen, dass wir nicht zu viel würzen, weil das Fleisch selber auch nochmal gewürzt wird später. Dann pressen wir schon mal den Knoblauch, den wir später für die Soße benötigen, und stellen den dann zur Seite. Ich habe hier jetzt 4 bis 5 Knoblauchzehen gepresst. Den benötigen wir später dann für die Soße am Ende. Und nachdem wir das getan haben, werden wir jetzt erstmal das Fleisch würzen. Und das werden wir auch wieder mit Salz, also mit Himalaya-Salz, Pfeffer und etwas Grillgewürz würzen von beiden Seiten. Aber wie gesagt, man muss halt schauen, da wir jetzt alles 3 gewürzt haben, also sowohl das Ei als auch die Mehlmischung als auch das Fleisch selber, sollte man aufpassen, dass man nicht zu viel Salz hinzugibt. Und sobald wir das getan haben, haben wir alles schon fertig zubereitet, und dann fangen wir auch schon an, das Hähnchenfleisch jetzt zuerst in das Mehl zu tauchen, von beiden Seiten, und zwar mehrere Male immer wieder wenden, bis wirklich das Fleischstück komplett mit Mehl versehen ist, bevor wir es dann in diese Eimischung tauchen. Und hier auch gründlich reintauchen, damit wirklich von allen Seiten Eimischung drankommt. Und dann geben wir das Stück in die Pfanne, in das heiße Öl, und fangen an, das erste Steak anzubraten. Die Flamme sollte nicht allzu hoch sein, also die sollte so zwischen 7 und 8 eingestellt sein, wenn man jetzt 10 Stufen hat, damit es auch von innen garen kann, also damit es nicht allzu sehr verbrennt von außen. Ja, und so verfahren wir jetzt mit allen Stücken. Die müssen immer gut im Mehl gewendet werden, dass wirklich alle Stellen damit benetzt sind, und dann eben in diese Eimischung geben und dann in heißem Fett anbraten. Sobald wir dann alle 4 Hähnchenstücke in die Pfanne gegeben haben, sollten wir noch die Gemüsebrühe vorbereiten. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die brauchen wir später für die Soße. Also wir werden 1 Glas Gemüsebrühe vorher noch zubereiten. Und wir haben ja auch noch die Hälfte der
Kräutermischung übrig. Das solltet ihr noch wissen. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Die kommt auch später noch in die Soße. Ja, und nachdem dann alle 4 großen Steakstücke hier goldbraun und fertig durchgebraten sind, wenden wir uns der Soße zu und geben jetzt ein Glas Gemüsebrühe in diese gleiche Pfanne hinein und werden dann den Knoblauch dazugeben, den wir vorhin gepresst hatten. Ein Stückchen Butter werden wir noch hinzugeben, einfach für den Geschmack. Auch noch die Hälfte einer Zitrone, die Butter kommt etwas später hinzu. Also den Saft einer halben Zitrone geben wir noch hinzu. Man könnte auch noch einen Esslöffel Essig hinzugeben, wenn man möchte. Ein Stückchen Butter, wie gesagt. Und dann kommen auch schon noch die restlichen gehackten Kräuter hinzu. Das war es auch schon und damit ist die Soße fast schon fertig. Jetzt werden wir alle Fleischstückchen wieder in diese Soße zurückgeben und sie kurz von einer Seite darin simmern lassen. Also nur auf kleiner Flamme ein bisschen darin anköcheln lassen und dann wieder herausnehmen. Und dann diese Fleischstückchen mit der übrig gebliebenen Soße übergießen. Ich habe jetzt hier nur 3 Fleischstücke mit der Soße übergossen und auch in der Soße anköcheln lassen, weil mein Sohn mag es immer gerne trocken. Dem habe ich das 4. Fleischstück so trocken gegeben. So ohne Soße schmeckt das auch sehr lecker. Aber mit dieser Soße zusammen ist es eben ein ganz erlesenes, tolles Gericht, was man wirklich fast auch im Restaurant bekommen kann. Dadurch, dass diese Steakstücke kurz in der Soße noch mit köcheln durften, haben sie dann diesen erlesenen Geschmack dieser herrlichen Soße zum Teil mit aufgenommen. Also den Geschmack unter anderem der Säure der Zitrone, des Knoblauchsgeschmacks und auch dieser frischen Kräuter. Diese Kombination verleiht dann diesem exquisiten Gericht seinen erlesenen Geschmack. MashaAllah. Man könnte dieses herrliche Gericht dann zusammen mit irgendeiner beliebigen Beilage servieren. Ich habe mich hier für einen knackigen, leckeren, gesunden Salat entschieden, den ich dann zusammen mit den Fleischstückchen serviert habe. Wichtig zu bedenken hier ist noch, dass man eben nicht zu sehr salzt beim Würzen, also beim Würzen des Fleisches als auch der Eimischung und der Mehlmischung, weil ja auch hinterher noch bei der Soße kommt ja auch nochmal Gemüsebrühe hinzu. Und alles enthält Salz, deswegen sollte man aufpassen, dass man da nicht zu sehr salzt, sonst wird das Ganze sehr schnell versalzen. Das sollte man beim Würzen bedenken und da gut aufpassen, inshallah. Ja, und ansonsten ist das Gericht jetzt fertig. Dieses herrliche, restaurantgleiche Gericht, MashaAllah. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen und viel Erfolg beim Nachkochen und berichtet mir doch in den Kommentaren, wie gut euch dieses Gericht gelungen sein wird und wie gut es euch geschmeckt hat. Das würde mich sehr freuen und sehr interessieren. Dann wünsche ich euch noch guten Appetit. Vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.